Rückenschmerzen durch ein Wirbelgleiten, auch Spondylolisthesis genannt, kein Grund zur Sorge. In diesem Video erkläre ich dir, warum dieses Gleiten Schmerzen verursachen kann und ich zeige dir einfache Wege, wie du deine Beschwerden im Griff bekommst und deine Beweglichkeit und Stabilität der Wirbelsäule wieder zurückgewinnst. Spondylolisthesis bedeutet, dass sich ein Wirbel in der Wirbelsäule nach vorne oder sehr selten, aber auch möglich, nach hinten verschoben hat. Stell dir die Wirbelsäule wie einen Turm aus Bauklötzen vor. Normalerweise liegen die Wirbel schön übereinander. Bei einer Spondylolisthesis rutscht einer dieser Klötze ein Stück nach vorne. Das kann dazu führen, dass die umliegende Muskulatur verspannt oder sich zurückbilden, weil die versucht, die Instabilität wieder auszugleichen. Der verrutschte Wirbel kann die Nerven reizen, was Schmerzen und Taubheitsgefühle und sogar Schwäche in den Beinen führen kann. Und bestimmte Bewegungen fühlen sie sich dann halt unangenehm oder sind besonders eingeschränkt. Häufig sieht man ein Ungleichgewicht in der Beweglichkeit. Die übermäßige Beweglichkeit des betroffenen Wirbels, meistens in den Lendenwirbelbereich, wird durch eine eingeschränkte Beweglichkeit in einem anderen Segment ausgeglichen, besonders in der Brustwirbel. Das kann wiederum Verspannungen und Fehlhaltungen verstärken. Wichtig zu sagen ist, dass nicht jedes Wirbelgleiten Beschwerden machen muss. Bei vielen Menschen kann mittels einer MRT ein Wirbelgleiten festgestellt werden. Aber die Wirbelsäule selbst ist stabil. Die Beschwerden hängen davon ab, wie stark sich der betroffene Wirbel bei Bewegung wie Vor- und Rückbeugen verschiebt. Aber keine Panik. In den meisten Fällen kann man die Beschwerden wieder lindern. Mit gezielten Übungen und einer guten Bewegungskontrolle kannst du schmerzfrei wieder werden. Und das alles sogar ohne OP. Nur 10% der Fälle müssen operiert werden. Also höchstwahrscheinlich kannst auch du deine Beschwerden wieder loswerden, wenn du aktiv wirst. Und wie du deine Muskulatur stärkst, die Stabilität deiner Wirbelsäule wieder verbesserst, das zeige ich dir jetzt. Bei dieser Übungssequenz oder bei den Übungen, die ich dir jetzt gerade zeige, geht es hauptsächlich um die Stabilität. Du solltest versuchen, während der Ausführungen sowohl deinen Rücken als auch deine Bauchmuskulatur anzuspannen, damit dein Rumpf stabil bleibt. Und für die erste Übung solltest du dich auf den Boden hinlegen. Du könntest es auch auf dem Bett machen, aber je stabiler den Untergrund, desto stabiler ist auch die Ausgangslage für deine Wirbelsäule. Also fast vergessen, du brauchst dazu noch einen kleinen Box oder ein Buch oder wie es hier bei mir, so eine Yoga-Klotz, irgendwas, wo du ein bisschen einen Höheunterschied hast von dem Boden. Du legst dich erstmal auf dem Rücken hin, deine Beine sind gestreckt und der Block oder diese kleine Kiste soll genau zwischen deine Beine in der Mitte liegen. Deine beiden Hände, die wirst du jetzt halt auf den Beckenknochen legen. Wichtig ist jetzt, wenn du die Übung ausführst, dass dein Becken weder nach hinten, das heißt, dass du das Gefühl hast, dass du die Lendenwirbelsäule gegen den Boden kippst, oder dass das Becken nach vorne kippt, also dass du in Hohlkreuz gehst, geschweige dann, dass es sich seitlich bewegt. Also deine Hände auf dem Beckenkamm drauf, auf dem Beckenknochen und die sollen jetzt halt ganz still bleiben, ganz stabil. Du spannst jetzt Bauch- und Rückenmuskel an, so dass die Wirbelsäule ganz gerade bleibt. Spannst jetzt die Oberschenkelmuskulatur an, so dass dein Knie komplett durchgestreckt bleibt. Die Zehe, die ziehst du jetzt zu dir ran. Verstärk noch einmal die Bauchmuskulatur. Und jetzt hebst du das Bein langsam hoch und bewegt es auf den Box drauf. Nicht ablegen, sondern nur touchen und dann wieder zurück auf den Boden. Nicht die Spannung lösen und wieder zurück.
Das Bein gestreckt hochheben, auf den Box kurz antatschen und dann langsam wieder runter. 12 bis 15 Wiederholungen sollen das werden. Du solltest in der Lage sein, weiterhin ganz normal ein- und ausatmen und dein Becken bleibt ganz stabil. Du wirst spüren, in dem Moment, wo das Bein runter geht, hat man das Tendenz, in der Richtung zu fallen. Und wenn du das Bein hebst, dass eher das Becken auf den Bereich etwas hoch geht. Und das solltest du vermeiden, indem du ganz bewusst die Muskulatur vom Becken und Rumpf anspannst. Wenn du mit einer Seite fertig bist, dann machst du das Gleiche auf der anderen Seite. Also zuerst Grundspannung ausüben, Bauch- und Rückenmuskulatur anspannen, Hände auf den Beckenknochen drauf, damit du sicher bist, dass du ganz stabil bist, Knie durchgestreckt, Zehe zu dir gezogen und dann das Bein heben auf den Box und wieder langsam senken. Heben auf den Box, langsam dann wieder senken. Es geht nur darum, diesen Box, dass du jetzt halt eine Referenz hast, dass du das Bein etwas hebst, in der Mitte bringst und dann wieder zur Seite langsam ablegst. Die Bewegung an sich soll für jeweils so ungefähr 3 bis 4 Sekunden durchgeführt werden, bis du dann wieder von vorne beginnst. Und auch auf dieser Seite solltest du dann 12 bis 15 Wiederholungen durchführen. Das ist eine gute Übung, um diese Grundspannung zu trainieren und gleichzeitig auch die Stabilität von unteren Rücken zu verstärken. Davon 3 Serien. Als nächstes geht es nun um das Training von der hinteren Partie. Das heißt Rückenstrecke, Gesäßmuskel und hintere Oberschenkelmuskelgruppe. Bewegung ist extrem wichtig für deine Gesundheit und das soll auch schmerzfrei möglich sein. Wenn du dich interessierst, wie du zu Hause mit einfachen Übungen Beweglichkeit und Kraft verbessern kannst und Schmerzen lindern kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Inputs für deine Gesundheit. Und für diese Übung brauchst du nun ein ganz normales Handtuch. Dieses Handtuch solltest du jetzt zusammenrollen. Deine Hände bringst du nach oben Richtung Decke, ungefähr schulterbreit und die Schulter 90 Grad gebeugt. Als erstes versuchen wir dieses Handtuch auseinanderzuziehen. Du wirst spüren, in dem Moment, wo du das Handtuch auseinanderziehst, dass automatisch deine Bauchmuskulatur mit angespannt wird. Und das soll dir helfen, jetzt noch ein bisschen extra Stabilität zu bekommen. Also Hände nach oben Richtung Decke. Schulterblätter zusammengezogen, Hände auseinanderziehen, das Handtuch auseinanderziehen, diese Grundspannung jetzt behalten, deine Beine sind aufgestellt, hüftbreit auseinander und jetzt hebst du dein Becken nach oben. Weiterhin das Handtuch auseinanderziehen. Hebe das Becken so weit nach oben, bis du in eine schöne Linie bist, vom Knie, Becken und Schulter. Was ich viel zu häufig sehe, ist, dass die Patienten hier unten sind. Das sorgt dafür, dass du jetzt halt nur ein bisschen von der Oberschenkelmuskulatur hast, aber kaum den Rückenmuskel. Und den willst du ja haben, wenn du eine Spondylolisthesis hast. Also Becken hoch, Handtuch auseinanderziehen, oben die Spannung halten für ungefähr 20 bis 30 Sekunden. Und dann erst die Brustwirbelsäule, die Lendenwirbelsäule und als letztes das Becken senken und dann auch die Spannung vom Handtuch lösen. Und das Ganze wiederholst du nun 5 Mal. Also Beine aufgestellt, als erstes das Handtuch auseinanderziehen, Schulterblätter zusammenziehen, Ferse nach unten gegen den Boden drücken, Gesäß ganz bewusst, ganz stark anspannen, den Rücken, das Becken komplett heben, weiterhin das Handtuch auseinander, da spürst du noch mehr deinen Bauchmuskel und dann bleibst du hier für 20 Sekunden mindestens, Ziel wäre sogar 30. Oben bleiben, weiterhin verstärken, die Hände auseinanderziehen und auch bewusst noch einmal das Gesäßmuskel anspannen. Oben bleiben, weiterhin normal ein- und ausatmen und dann langsam von oben nach unten wieder senken.
Erst die Brustwirbelsäule, dann die Lendenwirbelsäule, Gesäß ablegen und dann auch den Handtuch lockern. Und das Ganze 5-mal. Wenn du Beschwerden haben solltest und diese Übung dir zu leicht fällt, also es fällt dir nicht schwer, 5-mal 30 Sekunden oben zu bleiben, dann kannst du die Übung noch etwas schwieriger machen, indem du fast alles beibehältst. Also du bleibst oben, Handtuch auseinander, Gesäß angespannt, aber statt dass du mit 2 Beinen auf dem Boden bleibst, versuche nun die Wirbelsäule gerade zu halten, das Becken gerade zu halten, aber ein Bein zu strecken. Du wirst hier spüren, dass dein Standbein deutlich aktiver wird, auch deine Rückenmuskulatur viel mehr arbeiten muss. Hier werden dann halt 10 Sekunden schon mehr als ausreichend. Dann Bein wieder beugen und wieder senken. In dem Fall, dass du dich für den Einbeinübung entscheidest, selbstverständlich solltest du auch daran denken, die andere Seite zu trainieren. Schön auseinander das Handtuch zu halten, Becken hoch, Bauch- und Rückenmuskulatur angespannt und stabil und ebenfalls hier 10 Sekunden bleiben. 5 Wiederholungen für jede Seite. Wie ich bereits erwähnt habe, besteht häufig bei Patienten mit einer Spondylolisthesis eine Überbeweglichkeit in den Lendenbereich und dafür eine das heißt eine zu wenig Beweglichkeit in der Brustwirbelsäule. Übungen, die die Brustwirbelsäule, die Beweglichkeit verstärken, können auch dafür sorgen, dass deine Beschwerden im unteren Rücken besser werden. Und genau dafür ist jetzt diese dritte Übung. Du nimmst nun das Handtuch, was du jetzt gerade hattest, und rollst es ganz eng zusammen, so eine kleine Rolle. Die Rolle sollst du jetzt auf dem Boden platzieren und du sollst dich jetzt mit dem Rücken da drauf legen. Und ungefähr zwischen die Schulterblätter soll jetzt halt die Rolle platziert werden. Also erstmal hinsetzen, Knie gebeugt, Füße aufgestellt auf dem Boden. Und jetzt rollst du dich langsam nach unten, bis deine Schulterblätter so ungefähr auf die Rolle drauf sitzt. Beide Hände nach oben zusammen und die Arme bringst du jetzt nach oben Richtung Schulterhöhe. Und jetzt lass mal die Brustwirbelsäule auf dieses Tuch rüber, bis der Kopf abgelegt wird. Und als nächstes hebst du nun Kopf und Brustwirbelsäule nach oben Richtung Decke. Du wirst ja spüren, dass deine Bauchmuskeln aktiv werden. Und gleichzeitig beim Rüberlehnen nach hinten spürst du die Beweglichkeit in der Brustwirbelsäule. Heben Richtung Decke, Hände ganz weit nach oben, Bauchmuskel angespannt und langsam wieder senken. Heben Richtung Decke und langsam wieder senken. Diese Übung solltest du einmal so ausführen, dass das Handtuch zwischen die Schulterblätter ist, beziehungsweise etwas auf der unteren Spitze von dem Schulterblatt. 10 Wiederholungen nach oben Richtung Decke. Und wenn du die dann fertig hast, dann rollst du das Handtuch noch ein klein bisschen nach oben, dass du auch die obere Partie von der Brustwirbel bearbeitest. Also entweder rutscht du ein bisschen nach unten oder schiebst du das Handtuch nach oben. Und hier nochmal nach hinten rollen, sodass der Kopf abgelegt wird. Das ist jetzt halt schön zwischen deiner oberen Partie von dem Brustbereich, ungefähr auf Höhe, die obere Teil von der Schulterblatt. Hände nach oben Richtung Decke, dafür Bauchmuskel anspannen und langsam wieder lösen nach unten. Heben Richtung Decke und wieder lösen. Das Wichtigste hierbei ist A, dass du die Bauchmuskelspannung hast, das wirst du ganz eindeutig spüren, aber es geht viel mehr darum, dass du die Brustpartie bewegst. Deshalb ist es die Bewegungsrichtung eher nach oben, Richtung Decke. Das Maximal, was du jetzt hebst, ist ja die komplette Schulterblatt vom Boden hoch und nicht nach unten so Sit-Ups mäßig. So, dann hochheben, Richtung Decke und wieder lösen. Und ebenfalls hier sind es dann nochmal 10 Wiederholungen. Dass du also bei der Übung eine Serie 20 Wiederholungen und davon 3 Serien.
Und jetzt zeige ich dir noch 2 Übungen, die besonders effektiv sind, um die Multifidus-Muskel zu aktivieren. Diese Muskeln sind ganz wichtig, die befinden sich zwischen jeder einzelnen Wirbelkörper. Und die sorgen dafür, dass ein Wirbelkörper, ein Knochelchen ganz stabil aufeinander bleiben. Und Studien zeigen, dass Patienten, die Wirbelgleiten haben, bei diesen Patienten ist genau diese Muskulatur sehr häufig zurückgebildet. Deshalb ist es auch so wichtig, dass genau du diesen Muskel auch trainierst. Und dafür ist die erste Übung im Stand. Also, du solltest dich hinstellen. Das Handtuch brauchst du noch einmal. Du wirst eine kleine Rolle machen mit dem Handtuch und dann platzierst du es auf dem Boden. Mit den Vorfüßen oder halt mit dem vorderen Bereich von deinem Fuß stellst du dich jetzt auf dieses Handtuch drauf. Die Beine sollen hüftbreit auseinander sein. Die Knie, die sind jetzt leicht gebeugt. Deine Hände überkreuzt du jetzt, legst jede Hand auf die gegenübere Seite Schulter drauf und als erstes sollst du jetzt den Bauchnabel anspannen, so als ob du den Bauchnabel nach innen und nach oben bringen willst und auch die Rückenmuskulatur ist angespannt. Nicht den Hohlkreuz, aber auch nicht, dass der untere Rücken gerade bleibt, sondern stell dir mal vor, du wirst lang werden. Also Bauch- und Rückenmuskulatur angespannt, deine Knie sind leicht gebeugt und jetzt bringst du deinen Rumpf an, die Bewegung passiert nur in der Hüfte, ja? Jetzt bringst du deinen Rumpf vorwärts in 45 Grad und in dieser Position bleibst du jetzt für 60 Sekunden, eine ganze Minute lang. Schulterblätter zusammenziehen, Beine sind leicht gebeugt, den Rumpf bewegst du vorwärts in 45 Grad und dann bleibst in dieser Position. Und nochmal die Schulter zusammenziehen. Es scheint ganz leicht zu sein, aber was ich sehr, sehr häufig sehe, ist entweder, dass mein Hohlkreuz fällt, dass den Oberkörper absenkt oder, was wir auch ganz viele machen, ist, dass man mit dem Gesäß nach hinten geht. Dann verlierst du auch den Effekt. Du kannst das Gleiche auch gerne an der Wand machen, dass du sicher bist, dass du die Bewegung vom Rumpf her holst und nicht vom Gesäß. Also, du stellst dich jetzt halt ganz nah von der Wand ran, so ungefähr, jetzt habe ich so 4 Fingerbreite von der Wand entfernt. Dein Vorfuß ist jetzt auf das Handtuch drauf, Knie leicht gebeugt, Hände überkreuzt, Wirbelsäule aufrecht, Bauch angespannt und jetzt den Rumpf nach vorne bringen. Dein Gesäß darf nicht an der Wand rankommen. Je näher deine Füße nach hinten gehen, auch dann, jetzt habe ich hier nur noch so ein kleines Stück, bis ich an der Wand bin, auch dann darfst du mit dem Gesäß nicht an der Wand rankommen. Bleib in der Position für 45 Sekunden. Du wirst spüren, du hast das Gefühl, dass du vorwärts wegfällst, wenn du nicht dein Gesäß nach hinten schiebst. Und wenn du genau in dieser Position, auch dieses leichte Hohlkreuz, also nicht übertrieben, sondern mit der Wirbelsäule so wie die Kurvatur ist, wenn du da bleibst, wirst du auch spüren, wie aktiv dein Rückenmuskel ist. 60 Sekunden lang angespannt bleiben und dann wieder lösen. Und auch hier solltest du diese Übung 5-mal wiederholen. Also 5 Minuten insgesamt. Und du wirst auch spüren, ganz tief in deiner Wirbelsäule, wie die Muskeln ganz aktiv arbeiten. Und auch die letzte Übung ist ganz gezielt für diese kleinen Rückenmuskeln, die die Stabilität von deiner Wirbelsäule verbessern. Und dafür brauchst du jetzt einen Tisch oder irgendwie ein Möbelstück, wo du den Oberkörper abstützen kannst. Also stell dich zum Tisch hin, aufrecht, Füße oder Beine hüftbreit auseinander. Jetzt gehst du mit deinem Oberkörper vorwärts und lehnst deinen Oberkörper ab, auf der Liege ab. Die Beine bringst du jetzt etwas nach hinten weg. Und in dieser Position solltest du nun versuchen, ein Bein und das gegenüberliegenden Arm wegzustrecken, so weit wie du kannst. Ganz weit in die Breite weg und auch das Bein ganz gestreckt nach hinten, so weit wie du kannst. Die Wirbelsäule selber soll aber stabil bleiben.
Nicht in Hohlkreuz bleiben und auch nicht den Bauch reinziehen. Also Rücken gerade, Bein gestreckt und den Arm gestreckt. Ungefähr in 90 Grad zur Seite weg. 90, 120. Langsam wieder senken und dann wieder heben. Oben ganz weit, versuchen mit den Armen ganz weit wegzuziehen. Mit dem Bein auch ganz weit nach hinten zu strecken. Die Hand auf dem Tisch, Fuß auf dem Boden stabil, Wirbelsäule gerade lassen. In der Position 5 Sekunden bleiben. Und dann wieder senken. 12 Mal auf einer Seite und dann nochmal 12 Mal auf der anderen Seite. Also hüftbreit auseinander, dein Oberkörper 45 Grad ungefähr gebeugt, Bein gestreckt, weit weg von dir, den Arm zur Seite wegstrecken, so als ob du da was ziehen willst, heben willst. Halten, 5 Sekunden der Position. Noch einmal Rücken- und Bauchmuskel anspannen und dann wieder senken. Kurz und dann wieder von vorne. Dein Gewicht soll gleichmäßig verteilt sein auf das Bein oder halt auf dem Boden und die andere Hand auf den Tisch drauf. Wirbelsäule ist gerade, nicht in Hohlkreuz fallen. Bauch anspannen, Becken gerade und dann wieder senken. Eine Studie hat nachgewiesen, dass genau diese Position und diese Übung-Ausführung am meisten genau diese kleine Muskel aktivieren könnte. 12 Wiederholungen jede Seite und davon 3 Serien solltest du durchführen. 90% der Fälle von einer Spondylolisthesis können eine Beschwerdenlinderung erreichen, wenn die Patienten aktiver werden. Also, tu auch du etwas für deine Gesundheit. Probiere diese Übungen aus. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!